grüße euch. Hallo. Ach, ich mach das mal im Stehen. Dies ist mein Diktiergerät, das nehme ich auch in die Hand. Ich wollte euch noch mal etwas erzählen von einem Erlebnis, das ich hatte, damit ihr merkt, es geschieht auch noch anderes in der Welt als das, was uns die Massenmedien erzählen. Also jetzt werdet ihr vielleicht sagen, jetzt ist der Kerl völlig durchgedreht, aber das ist mir egal. Ich habe gesagt, ich gehe den Weg der Wahrheit und deshalb berichte ich auch davon, auch wenn es völlig absurd klingt. Also, aha, der Wasserkessel piept. Okay. Ich berichte, jetzt muss ich erst noch einmal dieses einstellen. Da 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 da. Was ich erlebt habe, das ist ein paar Jahre her, das ist jetzt 8 Jahre her, in etwa 8 oder 9 Jahre her. 9 Jahre. 9 sind's. Da habe ich mit meinen beiden Söhnen auch auf dem Land gewohnt, abseits von allem, in einem sogenannten alten Teil, bei einem Bauern. Und meine beiden Söhne waren am Wochenende weggefahren mit dem Auto und ich war alleine im Haus mit meinem Hund, Balu. Und in der Dämmerung, das war spät Nachmittag, habe ich so an dem Kachelofen gestanden und aus dem Fenster geschaut. Und vor dem Fenster, vor dem Haus, ist ein kleiner Acker gewesen und eine Wiese, ein Hang. Und ich schaue so aus dem Fenster heraus und dann sehe ich plötzlich Lichter, Scheinwerferlichter an der Seite kommen. Und ich dachte erst, das sind meine Söhne. Das war dann ein großer LKW und ein Jeep, die beide auf diesen Hang gefahren sind, auf die Wiese gefahren sind. Und dann war ich erst verwundert und dachte, wer fängt jetzt so spät abends noch an zu arbeiten oder so spät nachmittags an zu arbeiten? Und habe so geschaut und dann wurden Sachen aus dem LKW geladen, ein großer, langer LKW, und auf dem Feld montiert. Und das war ein großer Saurier. Das klingt jetzt völlig absurd, ist aber die Wahrheit. Ein Saurier, der wurde zusammengebaut und als er zusammengebaut wurde, wurde er per Fernsteuerung bewegt. Und ich dachte, okay, die drehen jetzt irgendeinen Film, das machen die für irgendeinen Science-Fiction-Film oder so etwas. Und dann fuhr der Jeep, der da war, fuhr den Hang noch ein Stück höher und da stieg jemand aus und ging in dieses kleine Wäldchen hinein. Und dann war ich so verwundert, habe gedacht, bin ich jetzt verrückt oder geschieht das wirklich? Dann bin ich mit meinem Hund rausgegangen aus dem Haus und bin einen kleinen Feldweg zu dem Hang gegangen und etwa bei der Hälfte der Strecke begann auch mein Hund zu bellen. Und als wir auf der halben Strecke waren, war alles vorbei. Vorher hatte ich noch, bevor ich mit meinem Hund rausgegangen bin, gesehen, dass der Fahrer, der im Jeep war, auf einem Baum saß und, das ist jetzt wirklich wahr, aus dem Wäldchen herauskam und er steuerte diesen Baum wie ein Roboter. Er saß oben drin in dem Baum und steuerte an den Zweigen. Das heißt, das war gar kein richtiger Baum, das war ein Roboterbaum zwischen richtigen Bäumen. Und
Daraufhin habe ich gedacht, jetzt gehe ich dahin und kontrolliere mal, was da wirklich geschieht. Als ich mit meinem Hund auf dem halben Weg war, war plötzlich alles vorbei. Es war nichts mehr zu sehen, nichts mehr da. Ich bin noch mit meinem Hund bis zu der Wiese gegangen. Es gab keinerlei Spuren, keine Spur von einem LKW, keine Spur von einem Jeep. Bin alles abgegangen, bin auch noch auf die Wiese gegangen, auf den Hang, ob ich irgendetwas sehen kann. Nichts, kein einziges Zeichen für das, was da geschehen ist. Und dann bin ich mit meinem Hund wieder zurück nach Hause gegangen und wieder in mein Wohnzimmer, wo der Ofen ist, und habe lange da gesessen und überlegt, was geschieht eigentlich? Wie ist das möglich? Kann man Bilder wie ein Film sozusagen in die sogenannte Realität projizieren und sie passen sich der materiellen Welt an. Sie fügen sich nahtlos ein, dass man nicht sehen kann, es ist darauf gesetzt oder davor gesetzt oder dahinter gesetzt, sondern alles fügt sich genau der materiellen Welt an. Ist dieses möglich? Und weil ich den Weg der Wahrheit gehe, stelle ich diese Frage. Gibt es jemanden, der die Antwort hat, der das beantworten kann? Ist es möglich? Können wir sozusagen getäuscht werden, indem uns Bilder vorgegaukelt werden, in die reale Welt, in Anführungsstrichen, projiziert werden? Aber in Wirklichkeit geschieht es gar nicht. Es ist eine Illusion, eine Fiktion. Das wollte ich euch gerne sagen, so absurd es klingt, und daraus werde ich jetzt auch ein Video machen. Und ich habe auch noch andere Videos gemacht von Erlebnissen, die ich gehabt habe. Da könnt ihr ja mal selber schauen, wenn euch das interessiert. Ich kann nur sagen, es geschieht vieles neben dem, was uns per Massenmedien sozusagen erzählt wird. Und dies ist jetzt auch mal was anderes als Corona. Ja. Ich habe mir die Frage gestellt, wird das in den Raum projiziert, tatsächlich wie ein Film vor diese Wiese projiziert und alles, was sich dort bewegt, fügt sich ein in die Materie, oder ist es vor meine Augen projiziert oder ist es in mein Auge projiziert und es erscheint mir als Realität. Vor mir ist es aber nicht. So, und das sage ich, und es ist mir auch völlig egal, ob man denkt, dass ich verrückt bin. Ich kann nur sagen, das ist die absolute Wahrheit, noch wahrer geht es nicht. Das ist die absolute Wahrheit, was ich euch erzähle. So, und da können sich mal Interessierte Gedanken drüber machen und mir vielleicht auch mal eine Rückmeldung geben, wie ist so etwas möglich? Liegt es an meinen Augen? Habe ich besondere Augen, die etwas sehen können, was nicht geschieht? Okay, diese Frage stelle ich. Also einen schönen Tag noch und jetzt hoffe ich, es hat geklappt mit dem Diktiergerät und sage Tschüss, einen schönen Tag. Ja, da könnt ihr mal sehen, was so geschieht in der Welt. Und noch wahrer geht es nicht. Kein Mensch auf diesem Planeten kann wahrer sein, als ich es bin. Nochmal ein kleiner Nachtrag zu diesem Erlebnis. Der Saurier, der montiert wurde, der ging von diesem LKW etwa in die Mitte der Wiese und die Bewegungen, die waren sehr mechanisch, sodass man sehen konnte oder ahnen konnte, dass es sich um eine Maschine handelt. Und dann plötzlich wurden die Bewegungen geschmeidig. Und es sah so aus wie ein richtiges Lebewesen, als wäre er lebendig.
Und der Mann, der auf diesem Baumroboter saß, ging mit diesem Baumroboter in Richtung Saurier. Und ich hatte plötzlich so die Eingebung, dass diejenigen, die den Saurier bedienen, eine Frage stellen an den Baum und der Baum muss diese Frage beantworten. Und wenn die Antwort falsch ist, speit der Saurier Feuer. Also völlig abgedreht, völlig absurd, aber das ist so geschehen. Ja. Und das andere, was ich gesehen habe, das andere Erlebnis, das war in diesem Jahr und ich habe ein Video dazu gemacht. Das Video habe ich Checkout genannt. Wenn es jemand interessiert, kann er sich das anschauen. Ja. Und das ist die Wahrheit. Das kann geschehen. Und ich frage mich, geschieht das in meinen Augen? Aber mein Hund hat ja auch gebellt und hat es gesehen. Also kann es nicht nur um meine Augen gehen. Ja, so. Also tschüss.